Moin ihr Landratten, hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Vorne stürmische Hamburger Wartekant. Ja, ich bin zurück aus Istanbul und wir starten in eine vollgestopfte Hafengeburtstagwoche. Und ich dachte mir, wir grooven uns mal so ein bisschen ein mit einem rosa Riesen der One Integrity, die ihr da hinten auch schon seht. Das Schiff ist flott unterwegs. Ich hatte es ein bisschen später erwartet, war auch später angekündigt. Aber macht ja nichts. Von daher freue ich mich, dass ihr da seid zu diesem kleinen Mittagsstream. Ja, wir haben eine entspannte Windstärke 6. Also das mit der Drohne kann ich mir, glaube ich, heute mal getrost von der Backe schmieren. Das wird, glaube ich, nichts. Schade, schade, schade. Aber egal, wir hatten ja vorher auch lange keine Drohne gehabt, also es wird schon so gehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß und ja, jetzt gucken wir erstmal, grooven uns hier erstmal so ganz langsam ein. Ja, ich war ja selber erstmal ein paar Tage in Istanbul, da ist nicht viel gelaufen. Ich hätte natürlich unheimlich gerne noch mehr Streams aus Istanbul gemacht. Also da gab es wirklich so wahnsinnig viel zu sehen. Tolle Sachen, aber das Netz, das war wirklich eine totale Vollkatastrophe. Der ein oder andere hat es ja gesehen in dem ersten Stream, war wirklich schade, denn inhaltlich war das, glaube ich, richtig interessant, hat richtig Spaß gemacht. Aber ja, was willst du machen? Ne? Hätte ich echt nicht gedacht, weil vor einigen Jahren habe ich schon mal aus Istanbul gestreamt, da war das nicht so schlimm. Keine Ahnung, was da los war. Aber nun sind wir wieder in Hamburg und hier hält das Netz wieder. Und da kommt etwas für die Flugzeugfreunde rein. Eine British Airways Airbus A300. Ich weiß es doch auch nicht. Wahrscheinlich ein A320 oder 21. Ihr wisst das deutlich besser als ich. So, boah, Mann, bläst der Wind hier. Das ist ja echt, geht ja richtig zur Sache hier. Leute, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, und diese Woche ist einiges hier wirklich los. Also nicht nur der Hafengeburtstag, ich habe mal nachgezählt, insgesamt haben wir 11 Kreuzfahrtschiffe diese Woche hier im Hafen. Nächste Woche geht es dann auch gleich weiter. Ja, an den Hafengeburtstagsshows nimmt leider kein Kreuzfahrtschiff teil. Also es gibt dieses Jahr keine Show, wo irgendwie ein Kreuzfahrtschiff da an den Landungsbrücken vorbeigezogen wird und irgendwie eine Lichtshow macht. Das gibt es dieses Jahr leider nicht, aber trotzdem jede Menge Kreuzfahrtschiffe da. Ja, schön, so viele bekannte Gesichter hier schon wieder im Chat. Uhrzeit ist natürlich ein bisschen herausfordernd für alle, die zu der normal arbeitenden Bevölkerung gehören. Normal in Anführungszeichen im Sinne von zumindest zu Uhrzeiten, die so mehr oder weniger normal sind. Aber im Hintergrund, oder ich meine, wenn ich jetzt hier den großen Turn mache, da kommt gerade die Anina und ihr seht auch hier auf dem Wasser, also guckt euch mal die Wellen an, hier an der Fähre und an dem Lotsenboot. Also bildmäßig ist das natürlich hier schon wieder sensationell. Gefällt mir richtig gut. Die Anina, gerade Abgänger, kommt raus aus Waltershof. Die One Integrity wird natürlich reingehen nach Waltershof. Und da, wo jetzt die Anina ist, wird sie drehen. Im Hintergrund sehen wir die AIDA Luna. Außerdem ist noch die AIDA Prima da. Ich freue mich schon, die AIDA Prima mal zu sehen, denn das ist ja das Schiff, mit dem ich dann im Juni meine allererste Kreuzfahrt machen werde. Also schon wieder einiges los. Schlepper sehe ich auch auf der linken Seite. Die sind jetzt gerade hier hinter meinem geliebten Dalben. Deshalb kann ich sie euch noch nicht zeigen, aber die sind unterwegs zur One Integrity.
Ja, das Lotsenboot schickt mir auch gleich mal eine Welle hier rüber. Mal gucken, was hier ankommt. Eieieiei. Eieieiei. Achtung und Seegang jetzt. Die Anina, ein kleiner Fieder mit einer Länge von 149 Metern, einer Breite von 23 Meter, Baujahr 2006, hat eine Kapazität von 1008 Toy. Wurde 2006 gebaut und fährt unter der Flagge von Portugal. Jetzt schiebt sich hier die erste Fähre des Tages ins Bild. Und wir werfen mal einen kleinen Blick auf die kräftigen Hafenschlepper, die gleich assistieren werden, um die One Integrity hier in den Hafen zu bringen. Ja, Ben ist auch unterwegs. Mit dem bin ich verabredet. Ben will mit mir diese Woche Hafengeburtstag bestreiten. Er wird mein Wingman sein und bei vielen Streams auch mit dabei. Ja, Ben muss ich noch ein bisschen darauf eichen, dass wenn ich sage, es geht um 12 los, es eigentlich um 11 losgeht. Also meine Uhrzeitangaben sind auch maximal grobe Schätzungen. Die Nase guckt ordentlich aus dem Wasser. Der Wulstbug, interessante Form, deutet darauf hin, dass die Anina kaum beladen ist. Was man auch ganz gut sehen kann. Vorne noch ein paar Container, aber dann so in der Mitte nicht wirklich was drauf. Und da hinten haben wir Wusel Wusel. Zeit, ein bisschen in den Chat zu gucken. Einiges los da hinten. So, oh Mann. Es ist zwar tierisch windig, aber die Sonne scheint dazu und blendet ordentlich. Der Tim ist seit 9 Monaten dabei und sagt bald ein Jahr. Naja, Tim, also 3 Monate fehlen da aber noch. Aber trotzdem danke für 9 Monate. Schön, dass du dabei bist. Auf Twitch geht es auch wieder rund mit Lama Jana. Im 2. Monat mit einem Sub dabei. Wasserburg ist da. Anja und Danny, liebe Grüße zurück. Danke für die 2 Euro. Und Lars ist mit 2,49 dabei und fragt, ob wir Morgenmesse zeigst Morgenmesse. Also morgen mache ich keine Messe, aber wir zeigen morgen dann doch höchstwahrscheinlich die Mein Schiff 7 und ich denke, das ist deine Frage. Ja, tröste dich. Ich schaffe es auch immer mit dicken Fingern, mich wunderbar zu vertippen und ja, wenn ich es dann selber hinterher lese, ist es meistens zu spät. Ist dann auch immer ein bisschen unangenehm, aber ich glaube, man lebt heutzutage irgendwie mit Tippfehlern, oder? Was hat der denn hier geladen eigentlich? Gute Frage, ne? Anhand der Form kann ich nicht wirklich etwas ausmachen. Jetzt kommt erstmal hier die Falkenstein. Gelbe Fähre, ja, aber ich denke mal, die gelbe Fähre auf der Bennis, die kommt aus Richtung Stadt und nicht aus Richtung Finkenwerder. Ja, 11 Kreuzfahrtschiffe insgesamt. Morgen kommen 3. Leider alle so ein bisschen auseinandergezogen. Also nicht schön hintereinander weg, was die Abgänge angeht.
Da gucken wir mal, was wir uns da rauspicken und was wir wirklich streammäßig zeigen können. Ich denke, das ist alles so ein bisschen auch ja, vom Wetter, von der Lust, von der Laune abhängig. Wetter sieht insgesamt gar nicht schlecht aus für diese Hafengeburtstagwoche. Es soll trocken bleiben. Glücklicherweise nicht zu heiß. Letztes Jahr war es ja schon echt extrem heiß. Und das war teilweise dann auch wirklich ein bisschen too much, als wir da standen zum Streamen. Also so gesehen ist das eigentlich sehr, sehr schön. Ja, mit dem Wind müssen wir mal gucken. Der ist im Moment ein bisschen heftig. Das ist so ein bisschen schade für die Drohne heute. Aber gut, es ist, wie es ist. Christine schreibt, wir haben dir heute die Prima nach Hamburg zurückgebracht. Ja, ich glaube, die ist jetzt seit heute wieder in Hamburg und wird mein erstes Kreuzfahrtschiff. Und ja, heute Abend AIDA, Doppelpack, Prima Luna, das planen wir natürlich auch. Das planen wir auch. Ich warte noch auf genaue Abfahrtszeiten. Aktuell steht es auf 17, 18 Uhr, die beiden, aber ihr wisst ja, traue keiner Abfahrtszeit, die du nicht selber erfragt hast. So, hier haben wir noch einen kleinen Tanker, so wie das aussieht. Die Lady Ella ist das, glaube ich, wenn ich das richtig lese. Lady Ella. Sehr schöner Tanker. Hat eine Länge von 123 Metern. Eine Breite von 18 Metern, ist Baujahr 2009. Fährt unter der Flagge der Marshallinseln. Kommt gerade aus Dänemark. Renate, einen herzlichen Glückwunsch wünsche ich dir. Alles Liebe und Gute zum Geburtstag. Ein Geburtstagshorn kommt gleich auch noch. Jetzt will ich erstmal hier kurz die Lady Ella oder Lady Ella, whatever, Hauptsache Schiff. Will ich euch die erstmal zeigen. Schlepper Nummer 3 ist auch unterwegs. Auf meiner Steuerbordseite sehe ich den VB Bison. Ich gehe mal davon aus, dass der sich auch aufmacht zur One Integrity. Da haben wir den VW Bison. Die ersten Streams für den Hafengeburtstag habe ich schon erstellt. Hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mal gesehen. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, es sind so ein bisschen die Eckpfeiler. Es ist natürlich die Einlaufparade, das ist die Auslaufparade. Das Schlepperballett wollen wir gerne zeigen. Wir würden auch gerne die Rescue-Übung wieder zeigen. Es kann sein, dass da noch ein bisschen was dazu kommt. Also es gibt noch so ein paar Variablen. Ich muss heute noch mal eine Checkung machen wegen Standort. Von daher kann es sein, dass da noch mal ein Stream dazu kommt. Aber da habt ihr auf jeden Fall schon mal ein ganz, ganz grobes Rahmenprogramm. Da ist Halligalli auf der Elbe. Wer ist denn da noch bei der Integrity? Ich glaube, Bianca ist dabei. Bianca Rambo sehen wir da.
Mittig, Bianca Rambo mit 134 Metern Länge, 23 Meter Breite, 2003 von unserer geliebten Reederei Rambo. Fährt natürlich unter deutscher Flagge, hat eine Kapazität von 862 Toy und kommt gerade aus Bremerhaven. War davor in Norwegen unterwegs, Kristiansand zum Beispiel. Davor haben wir noch den Erne, wie auch immer. Auf jeden Fall ist das Flagge Malta mit einer Länge von 117 Metern und einer Breite von 21 Metern. Das ist ein Tanker, kleiner Öltanker. Dahinter die Bianca natürlich, das brauche ich euch nicht sagen, ein Containerschiff. Und die Erne, ja, was ist denn die für ein Baujahr? Baujahr 2009, 117 Meter lang, 21 Meter breit. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Leute, also Istanbul, ich kann es euch nur empfehlen. So eine tolle Stadt, so tolle Menschen. Also es war ein bisschen wuselig. Ich habe, denke ich mal, mit der Uhrzeit einen kleinen Fehler gemacht mit dem Stream. Wir hätten euch das eher so ein bisschen früher morgens zeigen müssen. Das wäre noch mal ein bisschen schöner gewesen, aber das war echt so toll. Das hat so einen Spaß gemacht da. Schade, 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 dass ich euch da nicht mehr zeigen konnte mit dem Netz. Auch der Galata-Port für Kreuzfahrtfans ganz toll, aber auch dieses ältere Istanbul, da durch die Gassen laufen, mit der Fähre rüberfahren, mal eben zack nach Asien rüber, das hat schon was. Dann da irgendwo schönen Chai trinken oder so einen türkischen Kaffee. Ach, einfach herrlich. Einfach herrlich. Helga, ich danke dir ganz, ganz herzlich für 10 € Unterstützung. Herzlichen Dank. Ach so, wie die Renate, Mensch. Renate, Happy Birthday, meine Liebe. Und natürlich auch an alle anderen Geburtstagskinder. Oh, hier schreibt jemand gute Besserung an Brigitte. Brigitte, bist du etwa schon wieder krank? Du warst doch letztes Jahr beim Hafengeburtstag auch krank. Nicht, dass das zu so einer Dauernummer wird und du irgendwie jedes Jahr hier irgendwie beim Hafengeburtstag ausfällst. Ja, und da im Hintergrund dann schon Bianca. Ja, nee. Ein schöner kleiner Öltanker. Anina dackelt ab. Scheint da gerade den Lotsen dran zu haben, wenn ich das unten rechts in der Ecke richtig sehe. Und da durch die Mitte dann natürlich der rosa Riese. Pretty in Pink. Der Magenta Mops. Die One Integrity. Ach so, Schlaf muss sie nur nachholen. Ja, dann ist ja alles gut, Brigitte. Dann ist ja alles gut. Leute, es wird wild. Rainer von Druckverlust hat sich auch für den Hafengeburtstag angekündigt.
Ich weiß gar nicht, wie wir das alles unter einen Hut kriegen sollen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen angespannt und hoffe, dass das alles klappt. Also echt gut, dass Ben mir ein bisschen Händchen hält. Ich freue mich drauf, bin aber auch so ein bisschen so positiv angespannt. Wer weiß, was da wieder alles schief gehen kann. Aber nun, wenn es schief geht, dann ist es halt Hamburg Hafen Live. Nirgendwo geht beim Livestream so viel schief wie hier. Das muss uns erstmal einer nachmachen. Istanbul am Bosporus, auch richtig schön zum Schiffe gucken. Da geht auch echt einiges durch. Und ich sehe die Wolfgang Borchardt, eine gelbe Fähre. Das könnte Ben sein, der im Anflug ist. Währenddessen noch mal schnell einen Frontalblick auf Bianca Rambo und vielleicht mal schnell ein Foto gemacht, bevor sich jetzt die Falkenstein hier vorschiebt. Moin! Na? Ja, Digga. Alles gut oder wie? Jo. Sehr schön. Basti ist auch da. Moin! Na? Na? Nehme ich dir ab? Ja, ich gebe dem Ben mal ein Mikro. Ja, moin zusammen. Erstmal einmal hier schön festklemmen. Ach guck, Bianca ist auch da. Schönes Schiff, ja. Ich habe gerade schon gesagt, also die Drohne können wir uns heute mal getrost von der Backe schminken. Ja, da ist ein bisschen Wind, ne? Wir haben eine stabile Windstärke 6. Kann sein, dass das echt knapp war für die One, dass sie die reingeholt haben. Ja, die ist, ich habe mich schon gewundert, die ist schon da. Also dachte, Ja, wir haben noch ein die bisschen flott. Zeit. Die ist wirklich flott unterwegs. Aber die hat auch gut Wind von Achtern, ne? Wird ein bisschen angeschoben, das gute Stück. Ja, schönes Schiff, du. Ja, finde ich auch. Ja, ich habe gerade schon gesagt, das wird eine wilde Woche. Ja. Freue mich drauf, du. Ich glaube, das wird lustig. Guck mal, mit dem One-Container, nicht? Und Yang Ming. Schön. Im Gegensatz zu mir warst du auch schon beim Friseur. Du siehst ja richtig gut aus heute. Du, ich war gestern noch schnell beim Friseur. Ich wollte eigentlich in Istanbul zum Friseur, habe es da aber nicht geschafft. Volles Programm gehabt? Ja, was heißt volles Programm? Eigentlich war ich zu faul. Ach so. Wir haben rumgechillt. Wir haben also sehr viel einfach nur abgehangen. Aber du, das muss auch sein. Ja. Die Luna wartet auch schon auf Abfahrt.
Ja, schade, es zeichnet sich ab, dass sie nicht direkt zusammen rausgehen. Schade. Ich warte noch auf die Info vom Lotsen. Vielleicht haben wir ja Glück, dass sich noch irgendwas verschiebt. Ja, die Fähren machen auch schon wieder mit. Ich sag mal, Home of the Horn. Da fühlt man sich zu Hause, wo gehupt wird. Ja, Warnemünde war auch legendär, ne? Also, Warnemünde war richtig gut. Ich muss mal eben hier auch ein Foto machen von dem schönen Schiffchen da hinten. Warnemünde hat mir richtig gut gefallen. ja, also Warnemünde war echt Spaß pur. Und die Möwen hatten endlich mal was zu futtern, ne? Ja, ich kann ja mal ein bisschen was zur One Integrity erzählen. Ich habe ja natürlich heute Morgen auch schon wieder ein bisschen gegoogelt. Die One Integrity, das ist ein Schiff, das auch zur Klasse der Ultra Large Container Vessel oder Ultra Large Carrier gehört. Das Ganze nennt sich One E oder One I Klasse. Ihr wisst, dass es gibt, glaube ich, insgesamt 6 Schiffe, die mit I anfangen. Außer der Integrity gibt es die Intelligence, Ingenuity und noch ein paar weitere. Fährt unter der Flagge von Liberien und ist im Linieneinsatz zwischen Asien und Europa. Die Länge beträgt knapp 400 Meter, ganz genau genommen 399 Meter und ein paar zerquetschte. Und in der Breite schafft sie es fast auf 62 Meter mit 61 Meter 53. Eine Kapazität hat sie von insgesamt 24.136 Standardcontainern. Wobei wir ja wissen, diese Containerzahl wird ja selten erreicht. Nichtsdestotrotz hat die One Integrity irgendwann einen Rekord aufgestellt und die ist tatsächlich, glaube ich, mit irgendwas von ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber die ist wirklich extrem voll beladen gefahren. Also ich weiß nicht, ob das 23.000 Container war, das müsste ich selber noch mal googeln, aber ich meine, die war das, die da mal so einen kleinen Rekord aufgestellt hatte. Ja, fährt natürlich mit dem klassischen Zweitakt-Dieselmotor mit Festpropeller, hat einen maximalen Tiefgang von 16,5 Meter und kommt auf eine Maximalgeschwindigkeit von 22 Knoten, die natürlich auch in den seltensten Fällen gefahren wird. Heute herrscht überall dieses sogenannte Slow Steaming. Ja. Also die Durchschnittsgeschwindigkeiten der Containerschiffe liegen heutzutage eher so bei 15 bis 16 Knoten. Ist eigentlich, ja, es ist natürlich auf der einen Seite vernünftig, auf der anderen Seite ist es auch, glaube ich, ein bisschen schade. Also wenn so ein Containerschiff mit 25 Knoten durchs Meer geflügt ist, das, ich glaube, das sieht auch optisch. Ist schon ein bisschen geil. Das glaube ich. Das ist schon ein bisschen cool, ja. Das muss man absolut sagen, ne? Ich habe heute ein Video von der Sol gesehen oder ein Reel, was jemand gemacht hat, wo die Gischt so richtig schön hochklatscht. Also, oh ja, das habe ich gesehen. Das hattest du mir per Instagram geschickt. Ja. Ja, das war sehr cool. Das war richtig cool. Ja, um mal so ein paar Größenvergleiche anzustellen. Also einige von euch, die brauchen ja immer ein paar greifbare Größenvergleiche. Also die Ladekapazität dieses Schiffes, die entspricht ungefähr, waren das 6 oder 7 olympischen Schwimmbecken. What? Ja. Oha. Ja, alles klar. Da ist ja ordentlich Platz auf dem Schiff. Da ist richtig Platz. Sie kommt auch gerade echt in schönem Licht, ne? Ja, das Licht ist richtig gut. Ich muss auch deshalb noch einmal kurz umschalten, um ein Foto zu machen. Das wäre ja Frevel, wenn ich das Bild nicht mitnehme. Aber ihr bekommt es natürlich gleich zurück. Ja, weitere Vergleiche. 800 Millionen Rollen Klopapier würden da drauf gehen. Und was meinst du, Ben, wie lange kann ganz Deutschland damit kacken mit 800 Millionen Rollen Klopapier? Jetzt deine Schätzung.
300 Millionen Rollen. 800 Millionen Rollen Klopapier. Ja, aber rund 80 Millionen Einwohnern. Ja, wie viel Rollen Klopapier verbrauchst du? Ja, das möchte ich jetzt nicht sagen. Ne? Das könnte Rückschlüsse zulassen. Ja. Ja, du, Also, ganz schön lange. Also da könnte die nächste Krise kommen. Ne? Also so über einen Monat kann Schieben ganz wir. Deutschland 3 Monate damit kacken. Echt? Hast du So Faustgeld? über den Daumen. Du bist Naja, ja- ich habe das einfach das ist mal, geil. eingegeben, ob das jetzt stimmt oder Ja, aber- was das voraussetzt. Ja. Ne? Ich weiß ja auch nicht, ob überall gleiche Verdauung vorausgesetzt wird. Ja, das wäre was jetzt ja nochmal eine gegessen Frage. wird. Nicht? Und vor allem, Ja. wie groß sind die Rohre, wo das. Naja, Ja, genau. Also, aber um das Ganze auch für die Damen unter den Zuschauern etwas greifbarer zu machen, 124 Millionen Schuhkartons. Das passt auch ungefähr drauf. dass du immer mit diesen Klischees kommen musst. So, ich glaube, die kriegt ihren Lotsen, kann das sein? Ich glaube, der Lotse ist schon drauf, oder? Ach so, weil da irgendwie so ein kleiner Versetzer ist. Ich sehe 3 Schlepper im Bild. Einer wird wahrscheinlich noch Achtern sein. Ist das links eigentlich ein segelloses Segelschiff oder Bitte? ist das links ein segelloses Segelschiff da hinter dem Schlepper oder was ist das? Ja, da fährt auch noch irgendein Segelschiff da hinten. Ich weiß nicht, ob das vielleicht die Mare Frisium ist, kann ich gerade nicht sehen. Boah, was für ein beeindruckendes Bild. Ja, also das ist wirklich richtig, richtig schick. Wahnsinn. Aber ich finde die Schiffe sowieso echt schön. Also wenn es Containerschiffe gibt, die schön sind, dann ist es für mich definitiv entweder eine One oder eine Hapag-Lloyd. So. Oh, wir werden geradet von Drehlichtout mit 52 ganz tollen Zuschauern. Moin, ihr Lieben. Ja, herzlich auf willkommen. Twitch. Schön, dass ihr da seid. Es geht in die Hafengeburtstagwoche. Ja, das wird richtig wild und ich freue mich drauf. Ja. Also das wird richtig cool, glaube ich. Hafengeburtstag startet natürlich offiziell am Freitag mit der Einlaufparade. Streamen wir auch. Die geht offiziell los ab 13 Uhr. Ich denke mal, dass wir schon ein bisschen eher streamen werden. Ja. Geht bestimmt schon ein Stündchen eher los mit dem Stream. Aber es passiert natürlich schon viel im Hafen. Ich denke mal, dass das ein oder andere Schiffchen noch bald schon ankommt. Es sollen ja um die 250 Schiffe an der Einlaufparade teilnehmen. Sind natürlich also große Schiffe, so ein paar Highlights, sondern ganz, ganz viele kleine. Ja, wie Sind üblich halt, ne? Auch Die wieder ein kleinen paar Tradis. Großsegler dabei. Ja. Ne? Also Ja, ich- aber nichtsdestotrotz läuft natürlich der normale Hafenbetrieb weiter. 11 Kreuzfahrtschiffe diese Woche, 2 Flusskreuzfahrer kommen dazu. Oh, weißt du, welche das sind? Das Nee. mache ich mich da nochmal schlau, weil Nee. Flusskreuzfahrer finde ich eigentlich auch immer recht spannend. Ja, von denen sieht man immer so wenig, Ja, genau, weil die verschwinden da hinten Steinwerder und meistens fahren die ja dann die Norderelbe rauf, unter die Elbbrücken und gar nicht raus auf die Nordsee. Deshalb kriegt man das irgendwie immer kaum mit. Ja, ich kenne das noch von Zeiten meiner Schiffsausrüstung mit den Arosa-Schiffen. Also sind tolle kleine Schiffe. Ich weiß nicht, ob ich eine Flusskreuzfahrt selber machen wollen würde. Also für mich persönlich war es schon relativ langweilig, von Bad Schandau aus nach Dresden zu fahren auf der Elbe. Obwohl das landschaftlich natürlich schön ist, aber
ja, das ist irgendwie Guck mal, wer da hat's mich eintrudelt. nicht so gekickt. Der Ey, Dennis grüß ist da dich. von der Moin. Elbcam. Moin Dennis. Hat aber auch einen Händedruck, ne? Ja, Dennis- gefällt mir. Dennis ist ein Schraubstock auf 2 Beinen. Ja, der Kerl kann zupacken, ne? Gut so. Ich wollte mir mal angucken, wie ihr das hier so habt. Ja, frisch, ne? Ja, Ja. ein bisschen, Bei Dennis ist auch Ja, das- Sonne scheint, T-Shirt-Wetter. Ja. Ja. Da Sommer wird gar nicht befohlen, diskutiert. schon seit der Jugend, immer so. Ne? Okay. Ich will ganz schön Gasse geben. Ja, ich habe eben gerade schon gesagt, die hat so ein bisschen Rückenwind gehabt, ne? Ah, King, herzlichen Dank. Schön, dass du uns gefunden hast und bleiben willst. Das freut uns sehr. Ja, die Gemeinde wächst und wächst. Also, ich kann nur sagen, wir haben nach wie vor auch großen Spaß daran. Und wirklich, also Hafengeburtstag ist natürlich ein absolutes Highlight. Einziger Wermutstropfen, das kann ich euch schon mal sagen, Elbe in Konzert wird nicht gestreamt aus rechtlichen Gründen. Das heißt, die Künstler haben nicht zugestimmt, dass das Ganze auf YouTube gestreamt wird. Und bevor ich mich da in die Nesseln setze und Ja, irgendwas streame, was dann nicht abgesegnet ist, weißt du, wenn da jemand sich mit dem Handy hinstellt und so ein bisschen die Musik mit drauf ist und so, ne, da sagt dann wahrscheinlich keiner was. Aber Ja, wenn du so eine ja. gewisse Größe erreicht hast, Wenn das auf einem gewissen professionellen Niveau übertragen wird, Genau. dann kannst du. nee, Nee, den Ärger willst du nicht. das willst du nicht, ganz genau. Also von daher leider, Leute, Elbe im Konzert nicht. Aber Samstagabend zum Feuerwerk sind wir dabei. Ja. Ja, weil auf Feuerwerk, auf die Geräusche, da hat keiner Urheberrecht. Tim fragt nach dem Programm für Samstag. Tim, mach doch einfach mal Folgendes. Google mal nach Hafengeburtstag Hamburg Programm. Es gibt wirklich eine sehr, sehr schöne Übersicht im Web. Das haben sie also toll aufbereitet, muss man sagen. Schön zum Durchklicken für die einzelnen Tage. Und ja, da kannst du einfach mal gucken und dir dann das, wo du Bock drauf hast, rauspicken. Aber den Link habe ich jetzt so auch nicht Ja, du parat. kannst dir, glaube ich, sogar auf irgendeiner Homepage, ich weiß nicht, ob das hamburg.de ist oder so, da kannst du dir sogar deine Veranstaltungen, die dich interessieren, kannst du dir sogar markieren und in so einen Browser packen. Ja. Also, das ist gut gemacht. Wenn ich das richtig weiß, dann sind die One-Schiffe aus dieser Schiffsklasse. Sag mal, sogar- haben die einen Anker weggeschmissen? Oh, da fehlt was, ne? Da fehlt doch was, oder? Da müssen sie aber zusehen, dass sie den ersetzt bekommen. Oha, Ähm, na denn? ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber mal gehört zu haben, dass es Häfen gibt, wo sie dich nicht reinlassen, wenn du nur einen Anker hast. Kann natürlich auch sein, dass mindestens einer vorhanden sein muss. Will ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ja, das sieht ungewöhnlich aus, ne? Ja, ne? Wenn da sowas fehlt, ist irgendwie komisch. Ach, macht der schon los oder wie? Nee, ich denke mal, der bringt sich in Position, um ein bisschen gegenzusteuern, weil der Wind drückt ja schon hier aus Kameraseite. Oder er fährt etwas weg von der Klüsenspülung und möchte nicht unbedingt, dass das Deck gewaschen wird. Na, das passt ja ganz gut. Jetzt kommt die Fähre, dann haben wir aber gleich schon einen Teil des Schiffes an uns vorbei. Oh, der ist aber schon ordentlich hier am Kämpfen, der Schlepper.
Ja, was heißt kämpfen? Also es ist für die natürlich immer noch eine Kleinigkeit, aber man hört auf jeden Fall, dass Ja, er schon ein die bisschen... Maschine. Er hilft mit. Ja. Also das ist auch nicht an der Tagesordnung, dass die Schlepper hier an dieser Stelle schon eingreifen. Ja, aber der Wind kommt tatsächlich ganz schön von hinten. Ja, Ne? also Der drückt jetzt komplett aufs Schiff. Und wenn man so bedenkt, die haben ja eine große Segelfläche, das ist schon der nicht kriegt ohne. eine richtige Breitseite ab. Also ich könnte mir auch vorstellen, ich weiß nicht, ob heute noch was an großen Schiffen geplant ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sie die Elbe könnte für eng die werden, ganz ne? großen sperren irgendwann, wenn das so weitergeht mit dem Wind. Dir ist nicht kalt, ne? Ah, Dennis. Er läuft hier im T-Shirt rum und ich habe meine Winterjacke an. Ja, hier ist die Frage, wo die One hingeht, an welches Terminal. Die geht ans Containerterminal Burchard-Kai. Da liegt, glaube ich, auch schon eine Evergreen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, eben von der Autobahn, müsste vorne Platz sein. Leider, jetzt doch zu windig für die Drohne. Ich hätte euch das Ganze noch mal so ein bisschen aus der Luft gerne gezeigt, aber das weiß ich so schon, dass das in die Hose geht, zumindest mit der kleinen Drohne, die ich habe. Mit der Mini. Das muss man nicht riskieren, ne? Naja, es gibt ja Leute, die munkeln, dass ich sie gerne absichtlich abschmieren lassen möchte, um den Kauf einer neuen zu rechtfertigen. Echt? Das sind aber böse Behauptungen. Wer sagt denn sowas? Ja, hier haben wir auf jeden Fall einen Schlepper, der nicht festgemacht hat, der nur hier auf der Seite ist und quasi das Ganze etwas absichert. Die Ever Aim ist das. Tim, danke für die Info. Ah, die Fähre geht hinten rum. Oder fährt die zum Drücken? Die Fähre hilft mit beim Drücken. Es gibt ja beim Hafengeburtstag, glaube ich, auch einen Haddock-Programmpunkt. Hast du das gesehen, Ben? Ja, das soll ja die Traditionsfähren und die modernen Fähren irgendwie zusammen, ne? Ja, und ich habe auch irgendwas gelesen davon, dass sie demonstrieren möchten, wie wendig die sind. Also es kann sein, dass sie auch... Ein Fährenballett Dass wir ein vielleicht? Fährenballett bekommen. Moin, hallo. Na? Ich soll schöne Grüße von Eddie sagen. Von Eddie? Ja. Ja, danke schön. Danke. Der verrückte Eddie. Ja, fleißiger Mann im Hintergrund. Ja, ohne den würde hier nichts laufen. Und wer bist du? Bauma 24. Ach, du gehörst zu dem Adam, oder? Ja, genau. Aha, okay. Jetzt habe ich das eingeordnet. Ja, cool. Bist du zum Hafengeburtstag hier, oder? Nee, ich war zu den 960 Awards gestern da. Was ist das denn? Ja, so ein TikTok Award. TikTok Award. Ja, da bin ich, Format. da bin ich raus. Ja, ich auch. Ja, Hochformat ist hat der Teufel erfunden. Kann ich nachvollziehen, ja. Ja, aber es ist einfach so, ich meine, ich bin auch immer zu faul, mein Handy zu drehen. Also ich bin zwar selber jemand, der sagt, Mensch, schöne Bilder, das muss ins Querformat, Ja. das muss Breitbild. Und dann erwischt du dich aber doch, dass du zu faul bist, dein Handy zu drehen ins Querformat. Ne? Stimmt, ja. Ja, aber Hochformat hat sich auch irgendwie so eingebrannt, auch aufgrund von Instagram. Ne? Das ist irgendwie so Ist drin. halt dem Endgerät geschuldet, wenn Ja. die iPhones damals, wenn sie die ins Querformat ausgelegt hätten, aber dann wären sie halt einfach nicht so handlich. Ne? Ja, oder wenn, ich meine, auf der anderen Seite, Hochformat hat natürlich auch seinen Vorteil, wenn du jetzt sagst, du möchtest für eine Magazin oder sowas so ein Cover einfach mal stellen, dann ist ein Hochformat natürlich auch schöner als ein Querformat. Guck, liebe Grüße, Eddie ist auch da. Ne? Der hat wie immer hat er Freizeit und kann Twitch gucken. Also, oh, geht die vorwärts rein oder fahren sie eine große Kurve? Vielleicht wollen sie auch einfach nur aus dem Wind raus haben. Ne? Ich weiß das nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß nicht, ob sie deswegen anders reinfahren. Habe ich eben gehört. Okay. Also das Können sie nicht ist... toppen. Ah, okay. Also es ist wirklich selten, dass die Schiffe vorwärts reingehen.
Aber das sieht echt so aus, oder? Mhm. Das ist ja wirklich mal äußerst selten. Guck, Basti bzw. Eddie bestätigt es selber, dass er mal wieder nicht produktiv ist. Ja, geht vorwärts rein. So. Soll sich mal nicht schlechter machen, wie er ist. Ja. Aber man kann ihn so schön ärgern. Einmal Basti im Leben sollen. Was für ein seltener Anblick. Ist natürlich insofern schade, weil das dann auch ruckzuck vorbei ist. Ja. Normalerweise haben wir immer noch die Drehung, das heißt, das dauert noch eine Viertelstunde, bis das Schiff weg ist. Aber jetzt In diesem Fall. ist das Schwuppsdiwupps, natürlich hier in 0, nix. Ist das weg. Claudia ist auch da. Moin, moin. Moin, Claudia. Ja, aber diese Schiffsklasse wurde ja insgesamt, glaube ich, auf 3 Werften gebaut. Ne? Ja, Und die sind relativ kurz hintereinander auch in Dienst gestellt worden. also das weiß ich, dass Das die ist ja sehr von schnell Ju- rausgerotzt Genau, wurden. von Juni bis 23. Dezember sind die alle in Dienst gestellt worden, Ja. die 6 Schiffe. Genau. Und damit das funktioniert, glaube ich bin der Meinung, ich habe gelesen, es waren 3 Werften, wo sie gebaut Echt 3 haben. verschiedene Werften. Also mindestens 2. Aber es ist einfach schick. Ja, du, das ist ein schönes Schiff. Ne? Also ich finde, Farbgebung ist schon cool. Da hat man sich mal was getraut. Ja, was heißt getraut? Also viele kennen ja die Geschichte. One ist ja entstanden aus 3 anderen Reedereien. Einmal aus NYK, aus MOL und welches war die dritte? Habe ich schon wieder vergessen. Auf jeden Fall ein japanischer Mutterkonzert. Die Reederei selbst sitzt in Singapur und Japan hat das Kirschblütenfest und so wurde die Farbgebung dem japanischen Kirschblütenfest nachempfunden. Oder davon inspiriert. Und die Farbe wurde auch wirklich entwickelt für One. Also es ist jetzt nicht einfach so irgendeine, sondern da haben sie wohl richtig Aufwand getrieben. Wahrscheinlich so ähnlich wie bei der Telekom mit dem Magenta. Die Ja. haben ja, glaube ich, auch den Magenta-Ton eingetragen als Ist eine Marke, ne? Marke. Genau. Ach, guck mal hier, unser neues Lotsenboot. So, Ja, müssen wir mal sieht hier ganz- einmal drauf, ne? Der Hamburg Pilot 3, den haben wir auch noch nicht so oft hier fahren sehen. Können wir gleich mal gucken, was der für eine Welle hinterlässt. Aber hat einen ähnlichen Bug wie das neue Polizeiboot. Ne? Ja, ich finde auch, dass die vom Rumpf her sehr ähnlich sind. Achtung, anschnallen. Ja, Sorry geht für los. den Ich nehme mal die Turboschwenk. Kamera hoch, mal sehen, was kommt. Nee, ich meinte jetzt eigentlich eher wegen dem Schwenk. Markus, danke. K-Line ist die dritte Reederei. Ein paar Fotofreunde haben wir. Guck mal, der Jörg möchte wissen, was für eine Brennweite er empfehlen kann, um Schiffe auf der Elbe zu fotografieren. Ja, du, Ja, alle, genau. alle. Also da kannst du von 24 bis 600 mm alles benutzen. Es ist alles eine Frage des Abstands. Also er schreibt, er hat einen Zoom von 18 bis 150 mm. Jörg, mit 18 bis 150 mm kommst du eigentlich schon sehr gut zurecht. Ja, das Also denke wenn du dann, sag ich mal, so einen Standort hast wie das Bubendei-Ufer, wo du auch gar nicht so weit weg bist von den Schiffen, läuft das eigentlich ganz gut. Ja, da du hast- kannst nicht so diese, wenn sie weit weg sind, diese Frontalshots, die ich eben hatte, wo das Schiff ganz von vorne ist, die kriegst du nicht hin. Da brauchst du wirklich so 400 mm aufwärts. Denn wenn sie etwas näher kommen, dann machen sie so eine kleine Drehung. Aber mit 18 bis 150 liegst Ja. du gar nicht so verkehrt, würde ich Aber sagen. wenn du sie so ein bisschen schräg von der Seite mitkriegst, ist das auch nicht zwingend ein schlechtes Bild. Ne? Also es muss nicht zwingend 100%ig frontal sein. Ja, da hinten die Aida Luna. Mensch, ey, das ging jetzt aber irgendwie zu schnell Ja. für mal. Also, Zack, und was machen wir nun? so habe ich das nicht geplant mit dem Stream. Hat einer Karten dabei? Also, Also, Leute, das, jetzt haben die uns das Schiff weggenommen hier. ja, Das was gibt's ist denn doch da nicht. hinten noch los? Irgendwas kommt da auch angeklödert, aber das ist nichts Dickes. Ne? Nö. Bianca, wo kommt er noch?
Bianca ist schon durch. Ja, die ist schon Ja. durch. Ja. So schnell war die? Bianca hatte die One überholt. Die Ja, ist so schon ein Auto durch. wie du hatte ich auch schon mal. Und so ein, und ein kleiner, Auto ist schnell genug. kleiner Öltanker war noch dabei, der ist auch schon durch. Ja. Leute, ich glaube, wir müssen uns heute Abend auf die AIDA vertagen, oder? Tja, du, ansonsten filmst du hier nur Wellen, nicht? Ja. Nein, aber ich habe ja schon von vornherein gesagt, das wird ein kleiner Ministream hier zum Eingrooven. Appetizer sozusagen. Ein Appetizer. Ja, schön. Ich glaube, die Bilder waren schön. Wir haben sie vorhin toll in der Sonne erwischt. Aber wir haben ja geplant, dass wir nachher nochmal für die AIDA live gehen. Aktuell stehen sie auf 17, 18 Uhr, ist aber noch nicht also ist geplant, aber ist nicht bestellt. Also es gibt da immer zwei unterschiedliche Zeiten. Das eine ist die Schiffsplanung und dann ist aber dann, wann sie wirklich rausgehen, wann sie den Lotsen bestellen. Ja. Und in letzter Zeit wird das bei AIDA oft übereingestimmt. Aber es kann halt auch mal sein, Das ist dass sich eigentlich das ändert. Und meine Ja. Hoffnung ist natürlich, dass AIDA Luna das noch ändert und sie beide gleichzeitig rausgehen. Wie schaut denn das eigentlich aus mit dem Wind? Gehen die trotzdem bei Windstärke 6? Hast du da Erfahrungswerte? Also die Luna hat ja kein Problem von der Größe. Und die Prima glaube ich auch nicht. Ich glaube, bis Windstärke 6 können die raus. Und das Windfahrverbot gilt, glaube ich, erst da drüber. Ich weiß jetzt nicht, ob die Prima in die Kategorie reinfällt. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, mal irgendwann liegen geblieben ist wegen Wind. Wo sie abgebrochen haben. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt Aber das ist nicht. auch schon bestimmt ein Jahr her. Das weiß ich jetzt Deswegen nicht mehr so mit, genau. mit Vorsicht zu genießen, die Informationen. Ich Ja. bin der Meinung, ich habe das mal irgendwie mitbekommen. Ach guck mal, da gibt es noch mal eine schöne Fähre. Ist Ja. auch nett. Also alles nicht so schlimm, wenn wir gleich den Stream beenden. Wir kommen dann heute Abend wieder. Wir müssen auch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Ich muss nachher noch mal zu den Landungsbrücken. Ich muss noch mal standorttechnisch was für den Hafengeburtstag checken. Und dann streamen wir aber nachher weiter. Drückt mal die Daumen, dass der Wind etwas nachlässt, dass wir nachher auch wieder etwas fliegen können. Ja, dann haben wir auch keine Störgeräusche auf, dem auf Da den winkt auch Handys, schon genau. jemand. Auf den Komm, noch Mikros. einmal A380 hier. Oh, Da. Touchdown hier. Für die Planespotter, der A380 von Hamburg. Moin! Ups, jetzt bin ich hier im Bild. Bin ich selber mit meiner Birne vor die Kamera. Ja, und mit dem A380 vorne drauf ist ja auch Planespotting für Faule, ne? Miniatur-Planespotting, ja. Genau. So, komm, dann Sind machen wir wir drauf? mal. Willst du auch mit Hallo sagen? Ach, der Baumer hier von Skyline TV. Zack. Also wer auf Twitch ist, kennt wahrscheinlich Skyline TV. Ich glaube YouTube nicht unbedingt, aber, Soll ich ihn auf, mal mit in die Mitte lassen? aber Twitch ist der Adam schon sehr bekannt, kann man glaube ich sagen. Ja, ihr Lieben, ihr habt es jetzt mitbekommen, das Schiff viel zu schnell. Sie haben uns um eine Drehung beschissen. Ja, Das also müssen die auch noch mal nachholen irgendwann. Anzeige ist auch definitiv raus, würde ich sagen. Ja. Nein, ich denke mal, es ist dem Wind geschuldet. Macht Ja, also auch ich Sinn. denke auch, die wollen da einfach aus dem Wind raus. Ne? Ja. Aber wie gesagt, es gibt nachher einen zweiten Teil. Den Stream habe ich auch schon erstellt mit AIDA Luna und AIDA Prima, die rausgehen sollen. Schaut noch mal ein bisschen auf die Uhrzeit. Ansonsten komm hier, noch einmal Werbung für unser WhatsApp-Kanal, wo es dann eine Nachricht gibt, wenn wir dann wieder live gehen. Ja, in Jo. dem Sinne würde ich sagen, Bis später. oh, Ne? warte mal, nein, bevor ich das wieder vergesse. Komm hier. Da sind doch noch, da ist noch eine Donation reingekommen. Es gibt doch wieder Prügel hier. Guck mal, Hansi ist da, Mike schickt noch 2,49. Und Karin und Matthias sind seit 16 Monaten dabei. Sie wünschen einen schönen Hafengeburtstag Ja. und grüßen dich noch mal explizit. Du. Ja. Vielen, vielen Dank. Dann 3 Monate mit dem Prime-Sub dabei, der FV98. Danke dir vielmals. Hafenpüppi lässt 2,49 per PayPal da. Hafenpüppi, auch an dich ein dickes Dankeschön. Oberweser ist seit 7 Monaten dabei. Ich glaube, dann haben wir sie alle. Okay, Ja. bis nachher. Ja, wir sehen uns danke, wieder. ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.